Heute habe ich wieder richtig geile News für euch. Und zwar haben wir im Forum mit den Anwendern zusammen und Servicepartnern nach Variablen gesucht, die ihr in der Ausgabe vermisst. Also womit ihr eure Formulare und Exporte so anpassen könnt, wie ihr sie braucht. Das haben wir jetzt eine ganz lange Zeit gesammelt. Wir haben alles jetzt durchgearbeitet und auch alle Tickets durchgearbeitet, die da jeweils irgendwo angelegt wurden. Und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch in diesem Video. Ich steige mal direkt hier in die Rechnung ein, zeige euch hier ein paar coole Sachen und dann mache ich eine Liste auf, wo alles drin steht, dass ich euch jetzt hier nicht tot labern muss damit, sondern mit der recht schnell durchkommen. Die Liste, da kann man einmal Pause drücken und sich anschauen. Deswegen ich war am einfachsten. Ich bin jetzt hier auf dem Rechnungskopf und die größte Neuerung, die wir hier eingebaut haben an der Rechnung ist, ich komme jetzt von hier aus direkt auf den Sales Order drauf, also auf den Auftrag. Aus dem Auftrag komme ich jetzt direkt auf die Versandart. Also habe jetzt hier alle Informationen zur Versandart. Das ist auch neu. Und ich habe sowas hier wie Lieferscheinnummern des Auftrags, Delivery Note Numbers, die werden dann kommagetrennt aufgelistet. Das sind alle Lieferscheine des Auftrags. eBay Username und solche Geschichten. Ich komme jetzt an alles ran, was im Auftrag steht. Was da noch ist, zeige ich gleich. Dann große Änderung auf der Positionsebene ist, dass ich von der Position aus, muss ja mal eben hier zuklappen, hier bei Felder, Invoice Position, komme ich jetzt direkt auf die Artikelstammdaten drauf und kann hier alles aus dem Artikel rausziehen. Und ein neues Feld ist hier die Condition, die ist auch neu drin, also der Zustand des Artikels. So, und hier wie versprochen die Liste, was alles neu ist. Also ihr seht, ich habe immer geschrieben, Objekt neu heißt, da kann ich halt auf alles von der Versandart zugreifen. Variable neu ist immer dann ein Textfeld, was neu ist oder geändert wurde, wie der Kundenkommentar. Und dahinter dann immer, wie die Variable jetzt auf Englisch heißt, damit ihr die auch findet. Variable geändert haben wir auch, also haben einiges korrigiert, wie Seriennummernausgabe beim Lieferschein. Gewichtsvariablen wurden überarbeitet. Die Variable Customer Text verweist jetzt auf den Kundenkommentar. Hat früher auf ein altes Feld verwiesen, was in den Versionen 1.0 oder sowas drin war. Nutzt keiner mehr. Weg damit, auf ein vernünftiges Feld gezogen, jetzt hier mit dem Kundenkommentar. Ich habe schon gezeigt hier, wir können auf einen Artikel zugreifen. Wir haben die Bezeichnung, die ich in den Artikeldetails hinterlege, für Ausgabe, Mail, Fax. Die erreichen wir jetzt über den Item Name. Zustand ist mit reingekommen, auch bei allen hier. Seht ihr, das ist eine ganze Menge, was da passiert ist. Ja, kann man sich mal durchlesen. Versandland ist das Land, aus dem ich verschicke, das ist noch ganz spannend. Lieferscheinnummern, was haben wir hier noch Spannendes drin? eBay-Nutzernamen habe ich schon gezeigt. Ja, in der Rechnung kann ich jetzt hier Different Addresses schauen, ob die Adressen voneinander abweichen und abhängig davon überhaupt erst die zweite einblenden, dass ich so anhand einer Variable die Sichtbarkeit steuern kann. Zum Beispiel, das Service Date, das Leistungsdatum auf der Rechnungskorrektur ist jetzt mit drin, entspricht dem, was wir auf der Rechnung ausweisen können. Schön Kaffee dabei trinken, genau. Das war jetzt völlig unterbewusst, ne? Nochmal mache ich das nicht bei YouTube. Lieferscheinpositionen, da mal wie gesagt die Seriennummern repariert und den Zustand eingeführt. Mahnung ist auch richtig geil geworden. Mahnung verweist jetzt auch auf den Auftrag, auf den Kunden, hat den eBay-Benutzernamen mit drin. Also ich habe auf einmal voll viele Informationen in der Mahnung. Und den Gutschriftsbetrag habt ihr euch gewünscht, der aus den alten Vorlagen wieder reingenommen wurde. Berechnung funktioniert genauso, heißt jetzt Invoice Correction Value. Ich kann die Intraship-Nummer zur Firma angeben, die Kundenkategorie und beim Artikel, den ich jetzt überall aus der Positionsliste referenzieren kann, kann ich die Warengruppe und den Hersteller mit ausweisen. Also, viel Spaß mit diesen Änderungen. Sehr, sehr geiles Beispiel für Community-Driven Development. Ich finde es total cool, weil das sieht jetzt erstmal klein aus, aber so ein komplettes Ausgabeobjekt vom Auftrag zur Verfügung zu haben, bedeutet einfach, ich habe unendlich viele Möglichkeiten jetzt. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren. Dankeschön!